So, wir schauen gemeinsam noch einmal auf weitere Zahlen, vor allem die Wahlergebnisse in den Swing States. Die werden natürlich diese Wahl entscheiden. Und da läuft nach wie vor dieses Kopf-an-Kopf-Rennen auch ab. Der aktuellsten Umfrage zufolge liegt Trump in Georgia vor Harris um 1,8 Prozentpunkte, auch in North Carolina. Trump mit 1,2 Prozentpunkten vor den Demokraten. Aber Tatjana, wie gesagt, diese Zahlen ändern sich von Minute zu Minute. In Georgia haben wir auch schon neue Zahlen bekommen. Da werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Pennsylvania, natürlich auch einer dieser Swing States. Da ist es sogar noch knapper. Und in Michigan, da sind die Demokraten im Moment ein wenig vor Trump, und Wisconsin. Auch da haben wir natürlich unsere Reporter. Und in Arizona und Nevada, da liefern sich die beiden tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Marie hat ja eben in ihrer Präsentation schon angesprochen, Bombendrohungen, da vermutet man Russland dahinter. Das ist ein Aspekt, wenn es um Sicherheit geht. Aber wir erinnern uns, glaube ich, alle noch an den 6. Januar 2021. Die Sorge davor, dass es zu Ausschreitungen kommen könnte, ist groß, weswegen man Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat, vor allen Dingen natürlich in Washington. In dieser Halle in Phoenix, Arizona werden Stimmen ausgezählt. Ein hoher Zaun und Sicherheitskräfte schützen das Gebäude, das bei der letzten Wahl ein Brennpunkt für Verschwörungserzählungen über Wahlmanipulation war. Und auch Washington D.C. wappnet sich gegen mögliche Unruhen rund um die Präsidentschaftswahl. Läden werden verbarrikadiert und im Regierungsviertel werden Zäune aufgebaut, um Randalierer aufzuhalten. Umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen, mit denen sich die Stadt gut vorbereitet sieht auf alles, was da kommen mag. Ich bin sehr traurig, dass die Lage so ist, aber unser Team hat ein Ziel, dass Washington D.C. sicher ist. Für die Menschen hier sind die Sicherheitsmaßnahmen nachvollziehbar und doch unglaublich, dass die älteste Demokratie der Welt sich bei einer Wahl so zu schützen versucht. Die Demokratie in den USA ist in einem traurigen Zustand, wenn man sein Hab und Gut gegen Andersdenkende verteidigen muss. When you disagree with somebody. Es ist eine kluge Entscheidung. Wir alle wissen, was passiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie Donald Trump das will. Er wiegelt seine Anhänger zu gewaltsamen Protesten auf. So wie nach der letzten verlorenen Wahl, als Trump-Anhänger im Januar 2021 das Kapitol stürmten. Auch dieses Mal säte Trump im Vorfeld Zweifel an der Integrität der Wahl. Am Wahltag erklärte er jedoch, mit Gewalt sei von seinen Anhängern nicht zu rechnen. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, dass es keine Gewalt geben wird. Natürlich wird es keine Gewalt geben. Meine Unterstützer sind keine gewalttätigen Menschen. Und ich will natürlich keine Gewalt, aber ich muss es Ihnen auch nicht sagen. Das sind großartige Menschen. Umfragen sehen ein knappes Rennen voraus, vor allem in den höchstwahrscheinlich wahlentscheidenden Swing States. In verschiedenen Bundesstaaten gingen Bombendrohungen gegen Wahllokale ein, so auch im Fulton County im Swing State Georgia. Das Einzige, was heute passiert ist, waren 32 Bombendrohungen in verschiedenen Wahllokalen. 27 davon konnten wir sehr schnell klären, ohne dass eine Evakuierung nötig war. 5 Wahllokale wurden auf Wunsch der Wahlleiter vorübergehend geschlossen. Wir haben eine Räumung durchgeführt und dann wurden sie wieder geöffnet. Auch hier in Florida, wo der Ex-Präsident die Wahl verfolgen wird, sind Sicherheitskräfte allgegenwärtig. Nach dem Anschlagsversuch auf Trump gilt auch hier Safety First. So, und es ist wieder an der Zeit für eine neue Runde an Zahlen. Wir haben weitere Bundesstaaten, die fertig ausgezählt sind. Die fertig ausgezählt sind aufgrund der Schätzungen. Man muss sagen, die Zählungen laufen noch weiter. Aber zumindest AP, der Dienstleister, der die Zahlen liefert, der hat diese Staaten jetzt schon den Kandidaten Harris oder Trump zugeschlagen. Und damit schauen wir jetzt vor allen Dingen, und das ist interessant, New York. Das ist einer der wichtigsten Staaten in den Vereinigten Staaten, sehr demokratisch geprägt. Und jetzt bin ich bei Louisiana gelandet. Nein, ich wollte ja eigentlich nach New York. Deshalb gehe ich noch mal zurück auf New York. Hier ist, nee, das ist auch Louisiana. Aber Louisiana können wir auch machen. Das ist hier unten. Gehen wir mal hier rauf. Louisiana. Also Sie sehen, diese Zahlen 0% ausgezählt. Aber das bedeutet auf der anderen Seite, dass die Bundesstaaten tatsächlich dann... Da muss man tatsächlich sagen, dass wir sehen, dass die Staaten hier aufgeführt werden als bereits ausgezählt. Aber es gibt gerade aufgrund dieser großen Zahlenmengen einige Probleme, diese Zahlen einzupflegen. Und deshalb machen wir eine ganz kurze Pause und ich gehe mal wieder zurück an den Tisch. Ja, es heißt, dass diese Staaten halt Harris und Trump zugeschlagen worden sind. Aber unser System, wie gesagt,
hat, macht im Moment ein bisschen schwach. Aber das ist beim Live-Fernsehen ganz normal und das kriegen wir auch in wenigen Augenblicken geregelt. Selbstverständlich. Und die Zwischenzeit nutzen wir, um nach Washington zu schauen, zu Jan-Philipp Burgard und um zu sehen, welche weiteren Entwicklungen, Jan-Philipp, habt ihr im Moment bei euch? Wir haben die gleichen Entwicklungen wie ihr und können deswegen jetzt mal die Zeit ein bisschen nutzen, darüber nachzudenken, was denn Kamala Harris für eine Präsidentin werden könnte. Und mir persönlich fällt es ehrlich gesagt ein bisschen schwer, sich das konkret vorzustellen, denn sie ist ja doch bei vielen sehr vage geblieben. Sie hat als Vizepräsidentin eigentlich keine eigenen Akzente setzen können. Sie hat die große Aufgabe, die Joe Biden ihr übertragen hatte, nämlich die illegale Migration zu bekämpfen, hat sie nicht gelöst. Im Gegenteil, die Zahlen sind weiter in die Höhe gegangen in den letzten 4 Jahren. Und auch als Kandidatin, da ist ihre größte Kontinuitätslinie eigentlich ihr Opportunismus. Ich gebe mal 2 Beispiele. Mal war sie gegen Fracking, jetzt ist sie plötzlich dafür. Dann auch was Israel betrifft, kann man sagen, schon anhand ihrer Werbespots, dass sie da keine klare Linie fährt. In Michigan zum Beispiel, da hat sie Werbespots, die eher pro-palästinensisch sind und zeitgleich laufen Werbespots in Pennsylvania, die sind eher pro-israelisch. Also deswegen, ich glaube, die ist so vage, dass es schwerfällt, sich auch aus deutscher Sicht darauf einzustellen, was man eigentlich da für eine Präsidentin bekommen wird. Aber ich frage mal nach bei unseren Experten hier am Set, Peter Rau, ehemaliger Berater von George W. Bush. Was glaubst du? Wir hatten gerade die Außenpolitik, aber wenn Olaf Scholz heute im Kanzleramt mitfiebert und Kamala Harris die Daumen drückt, die andere Seite der Medaille ist, dass Bibi Netanyahu sich warm anziehen kann, wenn Kamala Harris dieses Rennen gewinnt. Das ist gerade Israel angesprochen, das ist absolut der Fall, dass die Partei und die arabische Community in Michigan insbesondere ist da ja auch Teil des Denkens innerhalb der außenpolitischen Welt hier in Washington, der Demokraten, dass man diese Leute anspricht und dass man mit Israel nicht die gleiche Beziehung pflegt wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren damals unter zum Beispiel oder 20 Jahren unter Bill Clinton. Also da hat sich die Partei schon etwas geändert und generell würde ich sagen, dass sie sich intern mit Amerika beschäftigen wird. Europa ist für sie nicht wirklich Konzept wie für Joe Biden und außer Gipfeltreffen oder große Krisen, wo alle zu den amerikanischen Präsidenten schauen, wird sich, glaube ich, mit Europa weniger verbinden. Eric, glaubst du, dass Kamala Harris an einem Verhandlungstisch mit Wladimir Putin, mit Kim Jong-un bestehen könnte? Ja, sicherlich. Sie ist ein harter Verhandler. Sie war ein Staatsanwalt in Kalifornien und hat sehr erfolgreich gegen Banken und große Firmen behandelt, um viel Geld für die Leute in Kalifornien auszuschlagen. Aber diese Kontroverse in Michigan und Ohio, Pennsylvania, es ist verständlich, wenn man die Wählerschaft anguckt. Es sind eine große muslimische Gemeinde in Michigan, Detroit. Und Biden hat da Schwierigkeiten in den Vorwahlen, weil die nicht gewählt haben. Und das sind 300.000, 400.000 Leute. Und Michigan geht um 10.000, 20.000 Leute, ist der Unterschied. Deswegen muss Kamala Harris ein bisschen das Gefühl, sich ein bisschen mehr Mitleid für die Lage in Gaza. Gleichzeitig ist in Pennsylvania 400.000, 500.000 Juden. Und sie kann überhaupt nicht abweichen von der Politik der Biden-Regierung, Israel sehr viel Unterstützung zu geben. Und das ist ein Dilemma für sie. Aber sie ist ja schon einmal eingeknickt eigentlich auch vor dieser pro-palästinensischen Community, kann man sagen. Und zwar bei der Wahl ihres Vizepräsidentschaftskandidaten. Sie hätte Josh Shapiro nehmen können. Das ist der Gouverneur von Pennsylvania. Das hätte ihr eine Art Heimvorteil in diesem sehr, sehr wichtigen Staat Pennsylvania mit 19 Wahlmännerstimmen verschafft. Aber Shapiro ist Jude. Er ist ein sehr entschlossener Unterstützer Israels. Und sie hatte offenbar Angst, dass der ihr schaden könnte. Hat deswegen Tim Walz genommen, der ja mit Minnesota eigentlich keinen wichtigen Start hat. Sie sagt, dass sie hat sich besser verstanden mit Tim Walz. Der war ein Teamplayer und sie fand ihn nett. Aber du hast absolut recht, wenn Kamala Harris verlieren sollte in Pennsylvania mit ein paar tausend Stimmen, das wird genau ausgelegt. Sie hätte den Wahl vielleicht gewinnen können, wenn sie Shapiro genommen hätte. Deswegen ist es eine heikle Frage für sie. Immer wieder Pennsylvania. Wir sind auch auf der Pennsylvania Avenue hier und schalten jetzt mal nach Pennsylvania und zwar zu unserem Kollegen Ibrahim Naba. Ibrahim, du warst jetzt einige Tage unterwegs in diesem wichtigsten aller Swing States mit 19 Wahlmännerstimmen. Erzähl doch mal, was haben die Leute da dir über Kamala Harris gesagt? Wie beurteilen sie sie? Also ich glaube, die große Frage hier in Pennsylvania wird am Ende sein, ob es Kamala Harris wirklich schafft, ihre Stammwählerschaft, die ihre Politik mittragen, im urbanen Milieu, in den Städten wirklich zu mobilisieren.
Es gibt eigentlich keinen Zweifel, dass in Philadelphia, wo ich jetzt gerade stehe, die Mehrheit für Kamala Harris stimmen wird. Aber die Frage ist, ob sie es wirklich geschafft hat, ihre Botschaft richtig zu setzen. Ich habe viele Reden in den vergangenen Tagen gesehen von Demokraten, Barack Obama, Tim Walz, Kamala Harris. Und die Botschaft der Reden war im Grunde, wenn man es runterbricht, wählt uns, um das Schlimmste zu verhindern, also Donald Trump in ihren Augen. Man hat sehr wenig über eigene Inhalte gesprochen. Und für mich ist die ganz große Frage, ob das eben aufgeht. Aktuell ist jetzt etwa eine Stunde her, dass hier die Wahllokale geschlossen wurden. Das heißt, die Auszählung kann beginnen und man rechnet damit, dass es eine lange Nacht wird hier in Pennsylvania.